Vielen Dank, Stefan. Einfach in den Gesprächen vor dem Tag heute sind wir einfach dazu gekommen, dass du, Thomas, einfach aus deiner Perspektive so ein bisschen die Geschichte teilst. Er hatte mir das vorgelesen und gesagt, hey, das könntest du so irgendwie mit einbauen. Da habe ich gedacht, also wenn es irgendwie geht, Thomas, ist es deutlich besser, das direkt von dir zu hören. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du uns da reinnimmst. Hi. Oh, ich merke schon, ich habe heute eine tiefe Stimme, ein bisschen wie Barry White, die Sie kennen. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich Silas ohne Maske sehe. Die letzten Male haben wir uns natürlich dann immer im Krankenhaus getroffen oder in Plätzen, wo man das tragen muss. Ja, ich habe das, was ich jetzt geschrieben habe, habe ich jetzt einfach getitelt, das Wunder Emily. Es gibt ein paar Unterbrechungen, ne? Also das passiert einfach. Unsere Emily ist am 26.03. um 8:43 Uhr geboren. Sie war ein gesundes Mädchen und wir hatten viel Freude und Spaß. Von Anfang an warst du sehr aktiv. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe das schon vergessen, aber Grace hat mir gesagt, Emily hat das Krabbeln übersprungen und fing an sofort zu gehen. Du hast 2 Kindergärten, die Kita weltweit und später direkt an unsere Wohnung, die Kita St. Meinolf, besucht. In die Grundschule kamst du mit 6 Jahren und in der OGS, offene Ganztagsschule heißt das, probiertest du jede AG aus. Du hast mit uns geschimpft, wenn wir dich früher abgeholt haben. Du warst im Schwimmverein und du hast Handball gespielt. Im Januar 2008 machtest du einen Gesundheitstest wegen Schwimmen und es war alles okay. 2 Monate später, am 26. März, an deinem 7. Geburtstag, ging es dir nicht so gut und du wurdest zur Kontrolle in das Kinderzentrum Bielefeld gebracht. Abends kam die Diagnose: dilatative Kardiomyopathie. Dein Herz war doppelt so groß wie normal. Wir wurden aus dem normalen Leben rausgerissen. Erstmal in der Kinderkardiologie in Gießen, später im Herzzentrum in Bad Oeynhausen. Grace war die ganze Zeit bei dir. Halbes Jahr vorher habe ich mich bekehrt und konnte im Glauben die Situation vertragen. Wir haben sehr viel Unterstützung erhalten von der Familie, von Freunden, beruflich von den Kolleginnen bei der Johanniter Unfallhilfe, privat von vielen Freunden, was ich schon gerade gesagt habe, und geistig damals von der Bibelgemeinde in Bielefeld-Schildische. Emilys Herz wurde immer schwächer und in Oktober 2009 hatte sie nur 9% Leistung. Sie wurde an ein Kunstherz, Berlin Heart, ob das ein Zusammenhang ist, weiß ich nicht, angeschlossen. Am Abend deines 8. Geburtstags kam die Nachricht: Ein Herz für dich, Emily, ist da. Als wir dir an diesem Abend sagten, leuchteten deine Augen und du hast gefragt, heißt das, darf das nach Hause? Ja. Für uns begann ein neues Kapitel, auf einer Seite mit viel Aufregung und Freude, auf der anderen Seite mit Sorge, die mit dem neuen transplantierten Herz zusammenhing. Du hast das Leben in vollen Zügen genossen. Du wurdest ausgewählt und durftest viele Jahre in dem Bielefelder Kinderchor singen. Das Highlight war das jährliche Konzert in der berühmten Oetker Halle in Bielefeld zu Weihnachten.
Du liebst Musik, Tanzen und Klavier spielen. In der Schule war die Tanz-AG für dich das Beste. Aber auch Basteln und Lesen hat dich begeistert. Seit der 5. Klasse hast du die evangelikale Georg Müller Gesamtschule besucht. In der Freien Christengemeinde Bielefeld hast du viele Freunde gefunden und besuchst es begeistert die Jugend. Du hast alle Aktivitäten mitgenommen. Zu dem Klavierunterricht kam noch die Gitarre und irgendwann hast du dir mit Freunden die Ukulele beigebracht. Ja, nach der Gesamtschule kam die Oberstufe und das Abi. Die Fahrschule hat darunter gelitten und ich auch. So dass irgendwann, glaube ich, gefühlt nach 2 Jahren, wurde die Prüfung bestanden. Ich habe dann irgendwann die Rechnung gesehen und habe graue Haare bekommen. Aber es gab so viele andere Termine, die viel wichtiger waren. Und als der Führerschein dann kam, dann musste die Welt entdeckt werden. Dann erstmal die Fahrt nach Berlin, dann nach Amsterdam. Also ja, Emily. In den letzten 12 Jahren gab es zu den ganzen Ereignissen je 3 Monate einen Kontrolltermin für dein Herz. Aber die Termine verliefen ohne Probleme. Ohne Probleme. Du konntest alles machen. Emily liebte zu reisen. Erst mit uns, dann selbstständig. Du hast deine Familie in Kenia besucht. Du bist mit der Schule nach Südkorea gereist und mit deinen Freunden nach Italien. Du bist eine Wasserratte. Du wolltest unbedingt Wellenreiten lernen. Durch Clara und David, unsere Freunde, haben wir als Familie Texel eine holländische Insel entdeckt. Dort konntest du jeden Sommer seit 5 Jahren surfen und jede Welle genießen. Ohne körperliche Beschwerde. Okay, Muskelkater war dabei. Im Sommer 2020 hast du dich im Momentum College beworben und einen Platz im Gummersbach bekommen. Wir als Eltern mussten für uns feststellen, dass wir eine junge, erwachsene Tochter haben, die jetzt weiterziehen möchte. Es war für uns als Eltern ein großer Schritt und ein Abnabelungsprozess. Du warst glücklich. Du bist im Glauben gewachsen und wir haben mit dir viele, viele tiefe Gespräche geführt. Im Dezember 2020 musstest du leider wegen einer Absturzreaktion ins Herzzentrum Bad Oeynhausen. Du hast dich gut erholt, dein Herz wurde aber schwächer. Du hast deine Lebensfreude beibehalten und weiter gelebt. Im Sommer 21 teilte Emily uns mit, dass sie das 2. College-Jahr in Berlin machen möchte. Wir haben es mit ihr besprochen und gesegnet. Im August war soweit. Berlin, ich komme. Sehr intensive Zeit, wo du für uns als Eltern nicht so viel Zeit hattest. Manchmal, wenn wir gefragt haben, hey, wie geht's dir? Da kam ein Daumen hoch. Ne? Das war's. Am 26. September 2021 musste Emily notfallmäßig ins Herzzentrum Berlin. Später haben wir erfahren, dass diese verrückte Hund eine Woche früher noch in Ahrweiler war und dort bei der Flutkatastrophe geholfen hat. Ja, das ist Emily. Im Herzzentrum Berlin konntest du ein Licht für viele Menschen sein auf der Intensivstation. Du hast die begeistert mit deiner Kämpfernatur, du hast sie da begeistert
Kann ich ein Taschentuch haben? Danke. Du konntest da auf der Intensivstation ein Licht sein. Du hast die Leute begeistert und erstaunt mit deiner Kämpfernatur, mit deinem Lächeln, was Stefan schon sagte. Den hattest du wirklich für jeden. Vor 4 Wochen haben die Ärzte uns mitgeteilt, dass sie, die Ärzte, aus medizinischer Sicht für dich, Emily, nichts mehr tun können. Es war für uns alle eine schmerzhafte Erfahrung, aber wir blieben im Glauben. Es war nicht erklärbar, aber auch wenn die Nieren nicht mehr oder kaum gearbeitet haben, du bist wach geblieben. Du hast mit uns gelacht. Wir haben zusammen zu meinem Geburtstag Pizza gegessen und wir haben als Familie die Zeit auf besondere Art genossen. Und du hast die Zeit auch gehabt, sich von vielen Freunden direkt verabschieden zu können. Das war ihr wichtig, dass sie natürlich nochmal geschminkt ist und sie hat das ganze Wochenende durchgetaktet organisiert. Unsere Emily. Am 12.12.21 hast du dich entschlossen, weiter umzuziehen. Diesmal in den Himmel. Dort sehen wir uns wieder. Der Countdown läuft. 10 Tage weniger heute.